Ein freundliches Hallo und herzlich willkommen zum Stageware Video Tutorial. Mein Name ist Thorsten und wir werden uns in den nächsten Minuten gemeinsam ansehen, wie Stageware funktioniert. Wie können wir mit Stageware auf Knopfdruck Testumgebungen anlegen? Wie können wir Testumgebungen resetten? Wie können wir Backups anlegen? Ich möchte dir in diesem Tutorial aber auch noch Know-how mitgeben. Deswegen werden wir uns ein Best Practice ansehen. Wie ist denn die empfohlene Arbeitsweise mit Testumgebung? Und da werden wir merken, dass wir in Zukunft Shop-Ausfälle, Fehler in unserem Live-Shop einfach vermeiden können. Wir werden sehen, dass wir damit wesentlich effektiver, wesentlich schneller arbeiten können. Und wenn wir beispielsweise zusammenarbeiten mit Dienstleistern, mit Freelancern oder vielleicht auch mit einem Mitarbeiter, der sich mal austoben soll, dann können wir da einfach auf Knopfdruck eine Testumgebung und auch beliebig viele Testumgebungen anlegen, um so die Arbeit mit anderen Menschen noch viel effektiver gestalten zu können. Okay, kommen wir zum Best Practice. Also, dein Live-System, dein Live-Shop steht immer im Mittelpunkt. Und du solltest dir angewöhnen, dass du im Live-System wirklich nur minimale Änderungen vornimmst. Änderungen, wo du wirklich zu 100% weißt, dass dadurch kein Fehler entstehen kann. Oder du gewöhnst dir einfach an, jegliche Änderungen niemals im Live-System zu machen, sondern für jegliche Änderung an deinem Online-Shop immer erstmal ein Testsystem erstellst. Und das geht ja eben mit Stageware auf Knopfdruck, das geht super schnell. Deswegen solltest du dir angewöhnen, das einfach zu deinem Standard zu machen. Wir haben durch andere Produkte von uns, beispielsweise Themeware, haben wir weit über 2000 Kunden und wir erleben es immer wieder, wirklich fast täglich, dass Shopbetreiber gestartet sind, haben vielleicht 1, 2 Bestellungen in der Woche gehabt, die sind dann größer, erfolgreicher geworden, dann läuft der Shop richtig gut, die haben Mitarbeiter eingestellt, aber die haben die Arbeitsweise nicht angepasst. Die arbeiten immer noch so, als hätte dieser Shop nur 1 oder 2 Bestellungen in der Woche. Und wenn dann eben was passiert und das ganze System erstmal läuft mit Marketing, mit Werbung und allem drum und dran, dann ist das Problem plötzlich riesengroß, wenn es einen Ausfall gibt. Und deswegen ist unsere wirkliche Empfehlung, egal wie klein oder wie groß dein Shop ist, arbeite von vornherein bitte so, als wäre das schon ein Riesenunternehmen, was du da betreibst. Als würden da täglich etliche Bestellungen eingehen. Deswegen gewöhne dir einfach an, jederzeit ein Testsystem zu erstellen. Unser Szenario ist jetzt, dass wir Designanpassungen in unserem Shop vornehmen möchten, wollen vielleicht ein kleines Facelift erarbeiten und legen dafür dann einfach ein Testsystem an. Dieses Testsystem ist in sich abgeschlossen. Es gibt einen eigenen Zugang zu diesem Testsystem. Ich könnte die Zugangsdaten davon auch ändern, kann also auch einem Dienstleister dieses Testsystem zur Verfügung stellen, ohne dass der dann in mein Live-System reinkommt. Das ist also auch nochmal ein Sicherheitsaspekt. Und wenn du jetzt selber an diesem Testsystem Änderungen vornimmst, das ist der zweite wichtige Schritt in diesem Best Practice, gewöhn dir an, dass du nonstop, während du daran arbeitest, eine Dokumentation jeglicher Änderungen, die du vornimmst, mitschreibst einfach. Du kannst dir in dieser Dokumentation auch Handlungsanweisungen geben, also Handlungsanweisungen, die wichtig sind, wenn du diese Änderung dann wieder in dein Live-System einspielst. Und dabei spielt es keine Rolle, wie du diese Änderungen später in dein Live-System übernehmen wirst, also ob du die nochmal manuell im Live-System nachbaust oder ob du die irgendwie reinkopierst, reinmigrierst, sonst was, da sind letzten Endes aus Sicht der Testumgebung keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist einfach, dass du alles mitnotierst, was dann später zu tun ist, weil meistens ist es so, dass die Änderungen, die man gemacht hat, zum Beispiel bei dem Design-Facelift, am Ende viel umfangreicher waren, als man am Anfang noch gedacht hat. Und am Anfang denkt man immer, ja, daran kann ich mich noch erinnern, dass ich das und das gemacht habe, aber letztlich ist es dann tatsächlich, wenn man es reinmigriert, nicht so, man vergisst doch was. Deswegen ist diese Dokumentation wirklich ein ganz entscheidender Teil in einem professionellen Umgang mit einem Online-Shop, wenn man einen Online-Shop betreibt. Gut, die Änderung, die Designanpassung ist abgeschlossen. Du sagst, das sieht super aus und du willst jetzt in das Live-System übernehmen. Dann als allererstes, bevor du das Live-System anfasst, erst einmal ein Backup machen und sicherstellen, dass du dieses Backup auch jederzeit in kürzester Zeit wieder einspielen könntest.
Und bevor du diese Änderung einspielst, musst du dir natürlich darüber im Klaren sein, ist es jetzt bei dieser Änderung notwendig, ist es sinnvoll, den Live-Shop in den Wartungsmodus zu versetzen oder nicht. Das hat dann damit zu tun, was für Daten tatsächlich verändert werden. Wenn du jetzt beispielsweise deine Kundendaten, deine Bestelldaten auch nochmal neu in das Live-System reinkopieren müsstest, dann wäre es zum Beispiel notwendig, das Live-System in den Wartungsmodus zu versetzen, dass in der Zwischenzeit einfach keine Bestellung reinkommt. Wenn du jetzt aber nur ein paar Änderungen am Design gemacht hast und änderst da auch vielleicht nur ein paar Farbcodes oder Abstände oder sonst irgendwas, dann kannst du diesen Job auch einfach ohne den Wartungsmodus laufen lassen und diese Änderungen im Hintergrund durchführen. Wenn du das System kompilierst, dann gibt es letzten Endes im Frontend nur wenige Sekunden mal eine Wartezeit und du kannst es auf jeden Fall dann weiterlaufen lassen. Ja, und wenn du dann dieses Backup gemacht hast und sichergestellt hast, dass du es auch jederzeit wieder einspielen könntest, du also wirklich auf der sicheren Seite bist, dann kannst du deine Änderungen in dein Live-System einspielen und dann hast du diesen Prozess einmal durch. Ja, und letztlich sind diesem Prozess keine Grenzen gesetzt. Das ist nur ein Best Practice, ein Beispiel dieser Arbeitsweise. Zieh für dich die Essenz daraus und wende Stageware optimal auf deinen Bedarf an. Wenn du also mit verschiedenen Dienstleistern arbeitest, also ich mache noch ein weiteres Beispiel. Der eine macht die Designanpassung, dem stellst du ein geschlossenes Testsystem zur Verfügung, der kann auch nur auf dieses Testsystem zugreifen und dann hast du vielleicht noch irgendwie einen anderen Dienstleister, vielleicht führst du eine neue Warenwirtschaft ein oder testest mal, ob die vielleicht was sein könnte, dann wirst du dafür einfach ein zweites Testsystem anlegen und dieses System wäre jetzt vielleicht für eine Prozessanpassung. Und wichtig ist da auch das wieder dokumentieren. Wenn es ein Dienstleister macht, dann soll der Dienstleister das dokumentieren. Es ist letzten Endes dein Konzept, was dahinter steht. Du kannst mit Stageware beliebig viele Testumgebungen anlegen. Du kannst auch von einer Testumgebung nochmal eine Untertestumgebung anlegen. Du kannst von einer Testumgebung ein Backup anlegen vom Live-System. Wirklich in alle Richtungen haben wir hier die völlige Freiheit eingebaut. Es gibt keinerlei Limitierungen. So viel zur Theorie und zur Arbeitsweise mit Testumgebung und jetzt wechseln wir ins Shopware Backend und schauen uns Stageware mal live im Einsatz an. Die Installation von Stageware erfolgt wie üblich über den Plugin Manager. Wenn du dazu Fragen hast, dann wirf einfach mal einen Blick in die Installationsanleitung. Bevor wir mit der Arbeit mit Stageware selber beginnen, werfen wir zunächst mal einen kurzen Blick in die Plugin-Einstellungen. Hierhinter verbergen sich noch einige Grundeinstellungen und einige Profi-Einstellungen. Zunächst mal die globalen Einstellungen des Plugins. Da haben wir einmal den Ausführungsmodus, der sollte auf automatisch eingestellt werden. Profis können hier nach Belieben auch eine andere Option wählen. Und dann eine ganz, ganz wichtige Sache, die du auf jeden Fall konfigurieren solltest, das ist der Serverpfad für MySQL und der Serverpfad für MySQL Dump. Schau hier mal rein. Wenn dein Hoster, wie zum Beispiel Profi-Host in der Liste ist, dann hat dieser Hoster einfach einen speziellen Serverpfad für diese entsprechenden Funktionen. Dann wähle hier deinen Hoster einfach aus, ansonsten lasse das bei Standard. Dann kannst du konfigurieren, ob die Testumgebungen, die du angelegt hast bei der Installation dieses Plugins hier gelöscht werden sollen. Und darunter folgen dann die globalen Einstellungen für die Testumgebung. Du kannst konfigurieren, ob die Pfad- und Dateiausschlüsse vom Quell- oder Zielprofil oder beide verwendet werden sollen. Kundendaten maskieren, das ist auch immer sinnvoll, dass einfach niemals irgendwie eine E-Mail aus Versehen an einen Kunden rausgehen kann. Dann als nächstes der Wartungsmodus, der kann automatisch aktiviert werden und wenn du möchtest, das ist der nächste Punkt, wird da auch deine IP-Adresse hinterlegt, dass du sofort die Ausnahme hast, immer in dein Frontend trotz Wartungsmodus rein kannst. Ja, und danach folgen die Cron-Jobs, die hier automatisch deaktiviert werden und wenn du möchtest, kannst du hier einen Passwortschutz hinzufügen oder beliebig viele Benutzer für den Passwortschutz hinzufügen. Das ist also einfach mal ein Verzeichnisschutz, der komplett auf den Shop draufgelegt wird, damit auch das Frontend dann nicht erreichbar wäre und hier gibst du einfach Benutzernamen, Freizeichen, das Passwort ein, das Ganze in mehreren Zeilen und mit einem Hashtag, das sehen wir hier davor, kannst du das auch auskommentieren. Und danach kommen noch die Debugging-Einstellungen. Dieses Debugging solltest du immer deaktiviert, immer Nein aktiviert oder immer Nein eingestellt haben. Wirklich, wenn es nur mal einen Fehler gibt, dann kannst du das kurzzeitig aktivieren, damit einfach mehr Informationen, teilweise auch sicherheitsrelevante Informationen, dann in den Shopware-Logs auftauchen. Ansonsten bleibt das hier immer bei Nein. Den Stageware Manager kannst du öffnen über Einstellungen und dann hier unten Stageware Manager. Ich starte damit, dass ich dir einen kurzen Überblick über die Bereiche gebe. Den ersten Tab
hier oben in der Navigation Start kennst du schon, darüber bist du auch zum Videotutorial gekommen, was du dir jetzt ansiehst. Der nächste Bereich ist die Systemprüfung. Hier kannst du einfach schauen, ob denn die ganzen verfügbaren PHP-Einstellungen den Mindestanforderungen entsprechen, damit eine Testumgebung wirklich problemlos eingerichtet werden kann. Es gibt hier auch ein paar Ausnahmen, sind halt Empfehlungen. Wenn deine beispielsweise PHP Max Execution Time geringer ist als die Empfehlung, heißt das nicht, dass es nicht funktioniert. Du kannst es einfach testen. Wenn es dann aber Probleme gibt mit diesen Zeitüberschreitungen, dann solltest du die auf jeden Fall hochdrehen. Und dann hast du hier einfach die Möglichkeit, dir den PHP Error Log anzuschauen und Daten ohne Profil. Wenn du mal viele Testumgebungen hin und her kopiert hast, wenn du Pfade geändert hast, dann kann es sein, dass dein Profil diese Testumgebung so nicht mehr findet. Dann kannst du hier im Bereich Systemprüfung dir einfach alle Daten anzeigen lassen, die mit keinem Profil verknüpft sind und die dann da einfach löschen, wenn du sie nicht mehr brauchst, oder dann anhand der Angaben wieder in ein Profil übernehmen. Danach folgen die Profile. Innerhalb der Profile hinterlegst du die gesamte Konfiguration, die dann für deine jeweilige Testumgebung notwendig ist oder relevant sind. Es gibt bei den Profilen eine Ausnahme, das ist das Live-Profil, das entspricht immer deinem Live-Shop, das kannst du nicht verwenden. Das Einzige, was du machen kannst, sind hier halt Ausschlüsse und Kommentare definieren. Ansonsten kannst du alle anderen Profile anlegen und jedes Profil entspricht dann hinterher einer Testumgebung. Diese Testumgebung findest du dann hier wieder. Hier siehst du so gesehen alle Profile und kannst dann auf Basis dieses Profils diese Testumgebung, die damit verbunden ist, steuern, also einrichten, siehst Informationen, Shop aufrufen etc. Und der letzte Bereich, das sind die Backups. Hier kannst du dann eben diese Backups von den Profilen erstellen und dann auch jederzeit herunterladen. So viel zum Überblick und wir wechseln jetzt zu den Profilen und schauen uns die im Detail an. Wie schon gesagt, das Live-Profil ist eine Ausnahme, denn das Live-Profil entspricht eben deinem Live-Shop und dieses Profil kann ich nicht bearbeiten. Ich könnte jetzt hier keine Datenbank ändern, das macht keinen Sinn. Was ich aber hier machen könnte, ist, dass ich einen Ausschluss definiere und das nehme ich jetzt einfach einmal schon mal vorweg. Wir haben eben in den Plugin-Einstellungen gesehen, dass ich einstellen kann, ob die Ausschlüsse von dem Quell- und Zielprofil oder nur Quellprofil oder nur dem Zielprofil berücksichtigt werden sollen. Das bedeutet, deine Live-Umgebung, dein Live-Profil ist automatisch immer ein Quellprofil und von dorthin wird es dann in ein anderes Profil, zum Beispiel gleich Staging 1, übertragen und dieses Übertragen erstellt dann sozusagen die Testumgebung und dieses Staging 1 ist später unsere Testumgebung. Das heißt, wenn wir definiert haben, dass die Ausschlüsse von dem Quellprofil oder Quell- und Zielprofil berücksichtigt werden sollen, könnte ich hier schon Ausschlüsse definieren, wenn ich zum Beispiel Ordner oder Dateien habe, wo ich sage, die sollen niemals in eine Testumgebung übertragen werden, dann kann ich die hier also eintragen und dann wird das, weil es das Quellprofil ist, immer berücksichtigt. Ja, darunter gibt es die Möglichkeit, dann noch einen Kommentar zu setzen, einfach ein freies Feld für dich. Und wir wechseln jetzt in das Profil Staging 1. Das wird standardmäßig schon mitgeliefert, wenn du Stageware installierst. Wir gehen die Profileinstellungen hier auf der linken Seite einmal von oben durch. Der Name des Profils, den kannst du völlig frei verwenden. Der wird technisch gesehen dann auch nochmal verwendet, zum Beispiel bei Backups in ein paar Pfaden. Du kannst aber jegliche Zeichen verwenden. Alles andere wird rausgefiltert, was unter einem Pfad nichts zu suchen hat. Und jetzt wird es wirklich schon spannend. Einrichten aus Profil. Hiermit übernimmst du wirklich schon die Steuerung der jeweiligen Testumgebung, die mit diesem Profil dann verknüpft ist. In diesem Fall, Staging 1, werden die Daten aus dem Profil live verwendet. Also hier wird dein Live-Shop kopiert in eine Testumgebung. Und wenn du weitere Profile anlegst, kannst du bei Einrichten aus Profil dann wieder jedes andere Profil auswählen. Das heißt, so könntest du zum Beispiel eine Staging-Umgebung von der Umgebung Staging 1 anlegen und kannst das also beliebig tief verschachteln. Als nächstes gibst du den Ordner, also den Pfad, auf dem Server an und das bezieht sich auf das Shopware-Verzeichnis deines Live-Shops, also darunter werden dann die entsprechenden Ordner angelegt und da kannst du dir auch wieder eine Strategie überlegen. Wenn du nur mit einem Staging-System arbeiten möchtest, dann kannst du einfach wie hier das Beispiel so lassen, /Staging. Du kannst aber auch sagen, wenn du mehrere haben willst, du bringst noch einen Ordner mehr da rein, zum Beispiel /Staging/Umgebung 1, Umgebung 2, 3, 4 und so weiter.
Und darunter folgen dann die Ausschlüsse für dieses Profil, die ich eben schon beim Live-Profil erklärt habe. Das ist letztendlich dasselbe. Und dann hast du hier wieder die Möglichkeit, einen Kommentar für dieses Staging-Profil zu hinterlegen. Auf der rechten Seite finden wir die klassischen Datenbankeinstellungen. Die bekommst du von deinem Hoster bzw. von deinem Server-Backend. Da kannst du einfach eine neue Datenbank anlegen, die Daten hier eintragen und dann geht gleich, das werden wir sehen, alles wie von selbst. Wenn du hier Probleme hast, vor allem bei den Datenbankeinstellungen, dann schau mal in die E-Mail, die du im Zusammenhang mit den Stageware Utilities bekommen hast, rein. Da gibt es eine Anleitung zum Installieren bzw. zum Einrichten von Testumgebungen und da haben wir auch nochmal ein, zwei Tipps drin stehen, wie du am besten hier mit deinem Hoster kommunizieren kannst, wenn du da Probleme mit den Daten hast. So, die Konfiguration der Profile ist nun abgeschlossen und wir können jetzt übergehen zur Steuerung der Testumgebung. Klicken hier oben auf den Bereich Testumgebungen. Was wir jetzt hier sehen, ist letzten Endes das Abbild der Profile, denn jedes Profil entspricht am Ende einer Testumgebung, natürlich mit der Ausnahme des Live-Profils. Wir sehen jetzt hier unsere Testumgebung Staging 1 und sehen jetzt hier oben erstmal einen Status. Diese Testumgebung ist derzeit nicht eingerichtet, sie kann aber eingerichtet werden. Wenn es zum Beispiel hier einen Konfigurationsfehler gibt oder noch etwas fehlt, dann wird Stageware dir hier sagen, dass diese Umgebung nicht eingerichtet werden kann und dass hier noch etwas fehlt. Ich gebe zunächst mal einen Überblick. Auf der linken Seite haben wir die Aktionen, da können wir wirklich die Steuerung dieser Testumgebung vornehmen und dann sehen wir hier einfach nochmal einen Überblick. Wir sehen nochmal die Daten des Quellprofils, die Daten des Zielprofils, von wo nach wo werden denn die Daten kopiert, wo wird diese Testumgebung jetzt eingerichtet und wir sehen nochmal die Ausschlüsse, die jetzt letzten Endes tatsächlich aktiv sind und nicht wundern, es sind keine Ausschlüsse bisher an diesen beiden Profilen eingetragen, dennoch stehen hier welche. Das liegt einfach daran, dass wir schon sinnvolle Ausschlüsse immer mitgeben, dass sich beispielsweise eine Testumgebung nicht selber kopiert und nicht die anderen Testumgebungen kopiert, dass der Cache nicht mitkopiert wird, denn er soll sich nämlich immer neu aufbauen. Das sind einfach Sachen, die Stageware hier schon komplett automatisch für dich tut. Gut, viel Erklärung. Letzten Endes sind es nur 2 Klicks, die wir machen müssen. Wir beginnen damit, dass wir die Dateien einrichten und ja, klicken hier mal auf Einrichten. Ja, das Ganze dauert jetzt hier ein paar Sekunden. Je nach Größe deines Online-Shops kann das natürlich auch ein paar Minuten dauern. So, die Daten wurden jetzt erfolgreich eingerichtet und jetzt gehen wir über zur Datenbank, klicken hier auf Einrichten, das ist das gleiche. Das kann auch wieder je nach Größe deines Online-Shops die eine oder andere Minute dauern. Da unbedingt abwarten und nicht aktualisieren, sondern wirklich hier warten, bis die nächste Meldung kommt. Das ist ganz wichtig. Und da ist auch die Einrichtung der Datenbank abgeschlossen. Und wir sehen, dass sich jetzt hier noch mehr verändert hat. Wir sehen jetzt den Status dieser Testumgebung. Der hat sich jetzt hier auf eingerichtet geändert und zur Übersichtlichkeit sehen wir auch immer, wann wurde diese Testumgebung denn erstellt. Und wir schauen nochmal unten links bei den Aktionen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einfach das Shop Backend und das Frontend aufzurufen. Ich öffne jetzt einfach mal das Frontend. Und hier sehen wir jetzt die Staging-Umgebung. Das ist eine ganz normale leere Shopware-Installation im Standard. Man kann die Staging-Umgebung sehr leicht daran erkennen. Hier oben wird immer ein roter Staging-Hinweis angezeigt. Ich gehe mal eine Kategorie rein. Da bleibt dieser Staging-Hinweis auch, damit du immer weißt, ich bin gerade in der Staging-Umgebung, hier kann ich jetzt gerade eine Testbestellung machen. Wir schützen dich einfach damit davor, dass du nicht versehentlich in deinem Live-Shop etwas machst, was du eigentlich in der Staging-Umgebung machen wolltest. Ja, nochmal zurück in das Backend des Live-Shops. Ja, und von hier könnte ich jetzt auch das Backend der Staging-Umgebung aufrufen und einloggen würde ich mich hier mit den ganz normalen Zugangsdaten, die es auch vorher im Live-Shop gab, denn die Staging-Umgebung ist eine komplette Kopie. Es könnte nur sein, wenn du einen Verzeichnisschutz eingerichtet hast. Das haben wir eben bei den Plugin-Einstellungen gesehen. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Da war nämlich so eine Raute davor zum Auskommentieren. Wenn du also einen Verzeichnisschutz eingerichtet hast, dann müsstest du jetzt hier ganz kurz diese gewählten Zugangsdaten eingeben, damit du dann in der Testumgebung dich jeweils in das Backend oder auch sogar in das Frontend einloggen kannst. Wenn du deine Testumgebung resetten möchtest, also du hast beispielsweise ein paar Sachen getestet, hast das System vielleicht sogar zerschossen oder willst es, warum auch immer, auf den Grundzustand wieder zurück
setzen, dann musst du einfach bei den Dateien auf Löschen klicken, danach wieder auf Einrichten und dasselbe dann auch bei der Datenbank. Wenn du zum Beispiel nur etwas auf Dateiebene verändert hast und willst es rückgängig machen, dann reicht es natürlich aus, dass du zum Beispiel nur die Dateien löscht und wieder einrichtest. Gleiches gilt für die Datenbank auch. Wir werfen noch einen Blick auf die Backups. In dem Unterbereich Backups erstellen siehst du einen Überblick über deine Profile, denn du kannst jeweils ein Backup für jedes Profil anlegen. Und dann hast du die Möglichkeit, bei den Aktionen zu unterscheiden, möchtest du ein vollständiges Backup ziehen, also wirklich alle Dateien, die komplette Datenbank von dem jeweiligen Shop-System, oder möchtest du nur die Dateien oder nur die Datenbank backuppen. Ja, ich mache mal ein vollständiges Backup. Hier ist es gleich wieder, je nach Größe des Shops, je nach Geschwindigkeit deines Servers, kann das natürlich hier die eine oder andere Minute dauern und du solltest wirklich hier warten, bis oben die Meldung sich geändert hat und diese Aktion durchgeführt wurde. Da ist das Backup auch schon fertig. Jetzt wechseln wir in den Bereich Download und Verwaltung und hier siehst du jetzt das Backup von dem Profil live. Hier ist der Dateiname auf dem Server. Das Ganze ist in dem entsprechenden Backup-Pfad zu finden. Der ist hier oben angegeben. Du siehst nochmal, wann wurde es erstellt, wie groß ist dieses Backup. Vom Status her ist das Backup vollständig, hat alles geklappt und dann hast du die Möglichkeit, dieses Backup hier herunterzuladen oder du kannst es hier auch löschen. Damit sind wir auch schon am Ende des Stageware Video Tutorials angekommen. Und ja, zum Schluss, wie du wahrscheinlich schon weißt, ist uns die Qualität unserer Produkte, die Qualität unseres Services super, super wichtig. Deswegen möchte ich dich wirklich bitten, wenn du Verbesserungsvorschläge hast, wenn du eine Idee hast, wenn hier irgendwas nicht richtig funktioniert, tu uns bitte den Gefallen, melde dich unbedingt. Wir bieten einen wirklich exzellenten Support. Wir helfen sehr, sehr zeitnah. Schreib uns eine E-Mail oder wenn es super dringend ist, ruf uns an. Wir sind auch immer telefonisch erreichbar und wir freuen uns wirklich, von dir zu hören. Und das ist einfach etwas, was uns, wie gesagt, ich will es nochmal betonen, mit am wichtigsten ist. Deswegen gib uns unbedingt Feedback dazu, damit wir unsere Produkte einfach in Zukunft immer weiter verbessern können. Und ja, wenn du mal eine Idee für was völlig Neues hast, dann ist die Idee natürlich auch jederzeit bei uns willkommen. Ja, also abschließend bedanke ich mich, dass du Stageware einsetzt. Vielen Dank, dass du mir hier deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich wünsche dir allerbeste Geschäfte und bis bald.